Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute ein schöner roter Theu. Salvator rufescens heißen die jetzt hier. Ne? Ich muss kurz überlegen, früher hießen es Tubinambis, jetzt Salvator rufescens. Haben wir euch auch schon des Öfteren gezeigt. Den hier, beziehungsweise ja doch den hier, ein Männchen, den wollte ich euch mal heute zeigen. Zum einen, weil er besonders hübsch ist, ne? Wirklich super hübsche rote Farbe. Und dann wollte ich mal auf Schwanzregenerate eingehen bei den Theus. Also es passiert schon gelegentlich, dass denen ein Teil vom Schwanz fehlt oder womöglich der halbe Schwanz. Die können den auch als Abwehrmechanismus abwerfen, ne? Ähnlich wie den europäischen oder wie die europäischen Lazerten oder wie die grünen Leguane. Lassen die im Extremfall oder werfen die im Extremfall ihren Schwanz ab. Das Tolle ist, die Schwänze wachsen absolut perfekt nach. Also wenn ihr hier schaut, hier hat er abgeworfen, das sieht man natürlich immer noch. Am Anfang wächst der erstmal ein Stückchen dunkel nach oder bei den roten Theus wächst auch manchmal ein Stückchen weiß nach. Dann mit der Zeit kommt die rote Farbe, so wie jetzt hier. Und nochmal circa 3 Monate später entwickelt sich sogar die Zeichnung. Ja, also wenn ich euch den in einem halben Jahr noch wieder zeige, dann werdet ihr sehen, dann hat er sogar auch wieder eine Zeichnung am Schwanz. Ne? Also das heißt, wenn ihr ein Theu habt mit ohne Schwanz, wollte ich schon sagen, also ein Theu ohne Schwanz oder mit regeneriertem Schwanz oder mit Teil vom Regenerat, macht euch keine Sorgen. Das wächst wirklich absolut perfekt wieder nach. Halbes Jahr oder Jahr später seht ihr gar nichts mehr davon. Ne? Als Ausnahme, es gibt Tiere, die wirklich ganz oben den Schwanz verlieren oder verloren haben durch Beißereien oder sowas. Ich glaube, so ab einer bestimmten Länge, also ich würde mal sagen, hier so fast an der Kloake schon, dann wächst nicht mehr perfekt nach. Dann wachsen die zwar nach, aber sind ein bisschen so unschön rübenförmig oder sowas. Ne? Das ist nochmal ein bisschen ein anderer Fall. Aber wenn der Schwanz hintere Hälfte oder Drittel oder gar 2 Drittel nachwächst, gar kein Problem, wird wieder absolut perfekt und super schön. Und deswegen würde ich an eurer Stelle, wenn ihr euch einen Theu aussucht, achtet auf die tollen Farben, wie er ist oder wie er vom Charakter her vielleicht auch ist. Und selbst wenn ein Stückchen Schwanz fehlt, schert euch nicht drum. Ein paar Monate später ist da und ihr habt ein super schönes Tier. Das Thema heute ist meine Schlange frisst nicht oder Hilfe, meine Schlange frisst nicht. Also in meinem täglichen Arbeitsleben vergeht, glaube ich, nicht ein Tag, wo ich nicht mindestens eine E-Mail bekomme, wo mir jemand schreibt, oh je, meine Schlange frisst nicht. Standardmäßig, ich habe da so ein Copy-and-Paste-Programm oder so ein Drag-and-Drop oder wie sich es nennt. Da habe ich so einen Antworttext, da steht sinngemäß drin, jetzt erklär mir mal, wie hältst du deine Schlange, welche Technik, wie groß ist Terrarium, wie warm ist in deinem Terrarium. Das ist und muss immer die erste Frage sein. Also auch die Bitte an alle Tierärzte, die das vielleicht sehen oder sowas. Wenn jemand vorstellig wird mit einer Schlange und sagt, hier, meine Schlange frisst nicht, ganz wichtig, das Klima abzuklären. Wenn das Klima bei der Schlange nicht passt, dann frisst die natürlich auch nicht. Also ganz speziell Königspython, aber auch viele andere Schlangen. Ne? Das Klima muss passen. Das Klima ist das A und O. Die Temperatur vor allem ist das A und O. Es muss gut beheizt sein am Tag und viele Riesenschlangen müssen es auch nachts gut beheizt haben. Das ist wirklich der wichtigste Punkt. Ne? Jetzt genau auf die Temperaturen eingehen, macht hier keinen Sinn. Wie gesagt, wenn das Problem bei euch auftaucht, meine Schlange frisst nicht, überlegt, erkundigt euch, stimmt das Klima in eurem Terrarium. Wenn das nicht stimmt, dann kann die Schlange nicht fressen und dann ist alles andere oder jede andere Überlegung sinnlos und jeder Trick und jedes Beutetier oder was weiß ich was ist alles Quatsch. Macht ein richtiges Klima in eurem Terrarium und nur wenn das stimmt, und ich würde mal sagen, zu 95% der Fälle liegt es an diesem Punkt. Ja. Es gibt andere Gründe, die es haben kann, wieso die Schlange berechtigt nicht frisst. Ich habe hier ein Königspython-Weibchen. Wenn ihr die mal anschaut, vielleicht könnt ihr es euch denken, die hat jede Menge Eier im Bauch. Die ist am Ende der Trächtigkeit, ist kurz vor der Eiablage. In diesem Stadion fressen die Schlangen auch alle nichts. Nicht nur Königspython, sondern meines Wissens alle Schlangen, selbst auch Echsen, Schildkröten. Da ist allerdings ein kürzerer Zeitraum. Aber bleiben wir bei den Schlangen.
circa 4, 6, 8 Wochen vor der Eiablage frisst eine Schlange nichts mehr. Also wenn ihr ein Weibchen habt in eurem Bestand und auch ein Männchen womöglich dazu, wobei es gibt auch Weibchen ohne Männchen, die Eier legen, überlegt euch, kann das vielleicht der Grund sein? Ne? Habe ich so ein dickes, rundes Tier, das jetzt halt einfach mal 4 Wochen nichts gefressen hat, ihr fangt an, euch langsam Sorgen zu machen, überlegt euch, ist das vielleicht eine Möglichkeit, könnte sie einfach bloß trächtig sein. Ne? Das ist ein Punkt, den ihr ebenfalls ausschließen müsst. Ebenfalls ein ganz banaler Grund, wie in dem Fall, ist, wenn die Tiere in die Häutung kommen. An sich sollte jeder Schlangenterrarianer das wissen. Eine Schlange in der Häutung frisst in der Zeit nichts oder fast immer nichts. Ihr könnt dem Tier Futter anbieten, manche fressen trotzdem, aber die meisten fressen nicht. Also das kann ein ganz banaler Grund sein, warum das Tier 1, 2 Wochen lang nichts frisst. Also ihr seht es an den trüben Augen oder ihr seht es am ganzen Tier, diese trübe Färbung hat mit der Häutung zu tun. Das ist natürlich auch ein ganz trivialer Grund, wieso das Tier bei euch nichts frisst. So viel zu den trivialen Gründen, die mir einfallen. Ne? Wir hatten jetzt also als wichtigster Punkt Klima, Trächtigkeit, Häutung. Das sind so die banalen, einfachen Dinge, die mir einfallen, die ein Grund sein können, wo dann für euch einfach, gut, wie gesagt, bei dem Klima, das müsst ihr natürlich klarstellen, aber Häutung und Trächtigkeit, da müsst ihr letztendlich gar nichts machen. Wenn ihr das alles sozusagen abgecheckt habt, dann kommen natürlich die gesundheitlichen Aspekte. Ne? Wenn euer Tier tatsächlich krank ist, zum Beispiel verschleimtes Maul hat, ja, ihr seht es beim Züngeln, wenn die nicht mehr schön züngelt oder Blasen vor der Nase hat oder wenn ihr die rausnehmt und die macht komische Geräusche, Atemgeräusche oder wie so ein leichtes Fauchen oder so wie so ein Krollen ein bisschen, dann ist sie tatsächlich krank, dann kann sie oder wird sie wahrscheinlich auch nichts fressen. Ja. Innere Parasiten ist ein wichtiger Punkt. Ihr müsst eure Tiere, macht einmal im Jahr eine Kotprobe. Ne? Entweder es gibt die fertigen Kotsets, die wir haben, macht ihr den Kot in so ein Röhrchen rein, der Kot muss schön feucht sein, den schickt ihr weg, dann kriegt ihr von Exomed Berlin, ein angesehenes Institut, was Parasitologie betrifft oder speziell auch bei Reptilien, dann kriegt ihr von denen ein Ergebnis, der hat Parasiten, der hat keine. Ne? So klassische Sachen wie Würmer oder so, die können auch ein Grund sein, wieso euer Tier nicht fressen mag. Neben den Würmern sind auch die Einzeller ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Wenn euer Tier Hexamiden, Nematoden, Einzeller hat, die sind fast leichter im Urin sichtbar wie im Kot, aber im frischen Kot sind sie auch sichtbar. Wie gesagt, im Urin fast leichter. Wir haben mal eine extra Folge drüber gedreht. Schaut euch die an. Wie gesagt, im Urin, den man dem Tier entnehmen kann, unter Mikroskop wirklich leicht zu sehen. Wenn da Einzeller drin sind, dann wird eure Schlange ebenfalls schlecht ans Futter oder vielleicht gar nicht ans Futter gehen. Ne? Diese Einzeller werden behandelt in der Regel mit Metronidazol. Ist wirklich ein sehr gut verträgliches Mittel, tötet die Einzeller ab, ist gleichzeitig appetitanregend. Das, was ich jetzt sage, ist natürlich alles Sache für den Tierarzt. Müsst ihr vom Tierarzt untersuchen lassen unter Mikroskop und vom Tierarzt behandeln lassen. Hilft wirklich, also wenn es die Einzeller sind, ist wirklich ein großes Thema in der Terroristik oder ein häufig vorkommendes Thema, kann der Tierarzt machen. Relativ einfach. Danach werdet ihr sehen, wird euer Tier auch wieder fressen. Ja. Noch ganz kurz, ihr merkt, ich war gerade ein wenig am Sinieren. Ich habe gerade die Nematoden in die Einzeller gepackt. Vergesst die Nematoden natürlich bei den Einzellern. Dann, was ebenfalls ein Thema sein kann, nicht bei allen Schlangen, aber gerade so ein Königspython, die beim Fressen ein bisschen empfindlich sind, auch äußere Parasiten. Wenn das Tier Milben hat, Zecken hat, das mag ein Königspython nicht. Es kann auch gut sein, dass er deswegen nicht frisst. Ne? Äußere Parasiten zu kontrollieren ist relativ einfach. Ihr seht, die Tiere liegen häufig im Wasser oder ihr könnt zum Beispiel ein weißes Zewa nehmen. Lasst die Schlange über das Zewa drüber kriechen. Auf dem weißen Zewa sieht man dann ganz schön die schwarzen Punkte, die Milben. Wenn sowas vorhanden ist, dann wird euer Tier ebenfalls nicht fressen. Ja. Das sind die gesundheitlichen Aspekte, die mir einfallen,
zum Thema meine Schlange frisst nicht. Ne? Wie gesagt, die Frage, wenn ihr all diese Punkte geklärt habt und die Schlange tatsächlich nicht frisst, das Terrariumklima stimmt, Gesundheit stimmt, alles stimmt, was tun? Ich glaube, ein wichtiger Punkt, erstmal Ruhe bewahren. Ja? Stresst euer Tier nicht mit jedem Tag einem anderen Mist. Ne? Habe ich auch schon oft erlebt. Die Leute probieren dann alles, jeden Tag ein anderes Futtertier, Leben, Tod, nehmen es raus, fahren zum Tierarzt, zeigen zum Tierarzt, was nicht schlecht ist, was die Gesundheit betrifft. Aber es kommen so viele Stressfaktoren zusammen, dass ich mir manchmal denke, also wenn ich eine Schlange wäre, würde ich jetzt auch nichts mehr fressen. Ja? Entspannt euch. Die meisten, oder schwierig so eine pauschale Aussage zu machen, aber Schlangen können zwischen einem halben Jahr und sogar 1,5 Jahren nichts fressen, ohne dass was Schlimmes passiert. Ne? Wichtig natürlich, das Tier, wenn es schon völlig dreieckig daherkommt, dann ist vielleicht doch ein bisschen Not am Mann. Aber wenn das Tier optisch gut aussieht, macht vielleicht ein Foto, zeigt es einem Bekannten, oder wenn ihr einen Terrarianer, einen guten Terrarianer als Bekannten habt, fragt ihn, ob er mal kommen kann, sich das Tier anschauen kann. Ein Insider sieht sofort, ist das Tier kräftig oder ist knochendürr. Aber in fast allen Fällen, denen ich begegne, sind es kräftig, gesunde, dicke Tiere und die Leute machen einfach zu viel Panik. Ja? Also erstmal Ruhe bewahren. Ich würde sagen, bietet jede Woche oder alle 10 Tage dem Tier Futter an und beobachtet mal, wie das Tier sich weiterhin verhält. Einige Reptilien machen Fresspause. Allerbestes Beispiel Königspython. Ne? Die machen auch in der Natur eine Fresspause von 1-2 Monaten, wenn das Klima sich verändert, wenn Harmattan ist oder Winter nach der Regenzeit, wenn es kalt wird, machen die eine Fresspause in der Natur. Das machen sie auch im Terrarium. Ja? Viele Tiere machen nach dem Umsetzen einfach. Dieses Umsetzen ist wahrscheinlich auch dieser kleine Klimawechsel. Ne? Von einem Terrarium oder von einem Terrarianer zum anderen sind die Klimadaten verschieden. Das kann das initiieren, dass die einfach 1, 2, 3 Monate Fresspause machen. Ja? Wenn das Tier gesund und kräftig ist, alles gut, keine Panik machen. Ich werde immer nach Tricks gefragt, welche Tricks helfen können. Ich glaube, es gibt gar nicht viele Tricks. Es gibt natürlich ein paar so Standarddinge, Leben, Tod. Ne? Wenn ihr immer probiert, Tod zu füttern, es gibt einige Schlangen, die wollen einfach Leben fressen, müsst ihr lebend probieren, anbieten. Das kann schon mal oft helfen. Ja? Dann verschiedene Futtertiere sind manchmal ausschlaggebend. Wenn eine Ratte nicht funktioniert, müsst ihr halt wieder mal Mäuse probieren. Oder ich hatte schon Tigerpythons, ich hatte mal einen Tigerpython, der wollte nur Meerschweinchen, der hat nichts gefressen, der hat keine Ratten, der hat gar nichts gefressen, egal was man dem angeboten hat. Sobald man mit dem Meerschweinchen gekommen ist, hat er das Meerschweinchen weggehauen. Ich weiß nicht wieso. Ja. Ganz extremes Beispiel natürlich. Einige Reptilien wollen Wüstenrennen oder fressen super Wüstenrennmäuse, ja, das kann man anbieten. Manche wollen Hamster. Das sind Dinge, die kann man probieren, verschiedene Futtertiere anbieten, muss aber nicht unbedingt helfen, kann man natürlich probieren. Ja. Und wenn all das nichts hilft, wie gesagt, geht von euch selber aus, es gibt auch sowas wie kein Hunger. Ja. Das gibt es bei Reptilien, das gibt es bei euch. Und bei euch geht es halt mal einen halben Tag oder einen Tag oder man hat mal ein paar Tage nicht so wirklich Appetit. Und beim Reptil kann es halt mal 2, 3 Monate sein. Ja. Ich will das Ganze nicht verharmlosen, nicht, dass jetzt jeder, bei dem die Schlange nicht frisst, denkt, ach, kein Problem, 2, 3 Monate macht gar nichts. Das, was ich jetzt erzähle, ist nach der ganzen Litanei, angefangen vom Klima, über Krankheit, Parasiten, Sonstiges. Ne? Wenn all dieses relativ sicher abgehakt ist, dann kommt die Variante vielleicht einfach kein Hunger. Für diesen Worst Case, wenn ihr wirklich ein dünnes Tier habt, also ich habe jetzt hier bei uns lange suchen müssen. Ich hätte gern noch ein extremeres Beispiel gefunden. Das hier ist so ein Auffangtier, das wir hier bekommen haben vor 3, 4 Wochen. Hat jetzt auch schon 3-mal gefressen bei uns, deswegen sieht er nicht mehr ganz so dünn aus, wie er ausgesehen hat, wo er kam. Aber wenn ihr ein Tier habt, zum einen diese dreieckige Körperform, die man hier vielleicht ganz gut sieht, der Bau, oder wenn ich so halte, ne, relativ flach die ganze Sache. Also das ist ein Tier, das ist schon
sehr mager. Ne? Das, wie gesagt, hat jetzt auch schon wieder 3-mal gefressen. Aber das wäre so ein Stadium, wo ich sage, okay, jetzt muss langsam was passieren. Also dass eine gut genährter Königspüter, jetzt mal als Beispiel, so aussieht, da muss eigentlich ungefähr ein Jahr lang, würde ich sagen, nichts fressen. Dann sieht er wirklich so dünn aus wie der hier. Das wäre der Punkt, wo ihr wirklich handeln müsst. Wir haben es in einer der vorherigen Folgen schon mal gezeigt, Zwangsfütterung von Reptilien oder von Schlangen. Wir blenden euch die Folge unten ein, welche das ist. Da haben wir gezeigt, dieses Maullegen, ne, das ist so ein Assist Feeding, das hört sich eigentlich fast schöner an auf Englisch wie auf Deutsch. Assist Feeding, da tut man dem Tier eine Maus ins Maul legen und die schluckt es dann alleine, aber man muss am Anfang erstmal mithelfen und die Maus so ein bisschen in den Rachen reinschieben und in vielen Fällen tut die Schlange die dann von allein fressen. Das ist eine Methode, die man dann anwenden kann. Bevor ihr wirklich mit Gewalt, also dieses Stopfen, ne, bevor ihr das Stopfen macht, da muss schon wirklich sehr, sehr viel passieren und lasst euch da beraten von einem erfahrenen Terrarianer, Schlangenhalter, Tierarzt, der sich mit Schlangen gut auskennt, ob das Stopfen wirklich Sinn macht. Also nach meiner Erfahrung ist das wirklich was, das ich weiß nicht, in meinen 30 Jahren Schlangenlaufbahn, ich glaube noch keine 10 Schlangen, wo das nötig war, dass man die wirklich ernsthaft stopfen muss. Ja, das, bei manchen Babys, die als Baby nicht gut ans Futter gehen, so Nahrungsspezialisten, da ist das notwendig, das euch als, sagen wir, wenn ihr kein Züchter seid, wenn ihr nicht irgendwelche eigenen Futterspezialisten züchtet, dann wird euch das Stopfen in eurer Terrarianerlaufbahn eigentlich nie begegnen, weil da muss man es nicht machen. Ein Tier, die gängigen Terrarienschlangen, die man hat, wenn die bei euch nicht fressen, dann, wie gesagt, dann hat es andere Gründe. Stopfen ist dann eine Sache, wo man, wie gesagt, eigentlich fast ausschließen kann. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.